Hi, Hi. freut mich, dass du Zeit hast fürs Interview. Gleich zu Beginn, was ist so dein Beruf, was machst du so? Ich bin Kommunikationsberaterin, berate also Firmen, Organisationen, auch Einzelpersonen, wie sie mit der Öffentlichkeit und besonderen Gruppen kommunizieren. Klingt vielleicht Cool. einfach oder auch seltsam, weil man eigentlich meinen möchte, sie können kommunizieren, aber ich glaube, wir kriegen jeden Tag so mit, wie schwer das ist. Ja. So, sowohl mit seinen Kunden als auch mit seinen Zielgruppen gut zu kommunizieren. In welchen Bereichen ist es dann? Das ist ganz viel im Bereich Marketing und ich konzentriere mich auf eine ganz bestimmte Form von Kommunikation, nämlich emotionale Kommunikation. Und das Schlagwort dazu heißt Storytelling, Geschichten erzählen. Also das ist der Unterschied zwischen, ob ich ein Produkt beschreibe, das ist so die eine Form, wie man ja Marketing machen kann, oder ich erzähle drumherum Geschichten. Cool. Und seit ein paar Jahren ist großes Interesse an genau dem Bereich und das mache ich. Und weil du gesagt hast, Marketing, ist es so der Bereich, wo du immer hin wolltest oder Nee, eigentlich gar nicht. gar nicht? Nein, ich habe eigentlich mal Filmphilologie studiert. Ja, meine Eltern, glaube ich, waren ein bisschen geschockt, weil Filmphilologen, die machen ja nicht mal Filme und da gibt es schon wenig Jobs in Deutschland. Filmphilologen besprechen Filme. Ich wollte eigentlich Filmkritikerin werden. Da habe ich mir recht cool vorgestellt. Ich gehe ins Kino. Schaut Filme an und wird dafür bezahlt. Genau. Das ist quasi optimal, ja. Und dann, also es ist eigentlich ein journalistischer Beruf und das wurde ich dann nicht. Ich habe das alles weggepackt, habe dann recht früh in einer Werbeagentur angefangen und dann in so einer Kommunikationsnetzwerk und nach ein paar Jahren, also ziemlich länger, haben amerikanische Kollegen diesen Begriff Storytelling mal so mitgebracht und gesagt, verkauft ihr jetzt Kunden. Und da habe ich mich mal erinnert, im Moment mal, ich habe ja eigentlich mal das gelernt, was eine gute Geschichte ausmacht. Und dann war das Studium doch wieder für was Gutes. Also hat es doch noch was, so gesehen, ist doch noch irgendwie so ein Schlenker in die richtige Richtung gegangen von dem Studium her. Doch, Ist cool. absolut. Würdest du sagen, deine Visionen so gesehen sind da gleichbleibend geblieben oder hat es sich schon irgendwie so ein bisschen verändert dann mit dem Beruf jetzt, den du ausübst? Was man so werden will, also als kleines Mädchen wollte ich eigentlich Tierbeobachterin, Tierfilmerin werden. Das ist noch ganz was anderes. Aber ganz was anderes. Da hat man mir aber dann auch ganz früh gesagt, du musst ganz lang stillhalten und dann passiert ziemlich wenig. Also das ist, glaube ich, nichts. Und dann wollte ich Journalistin ja auch werden, Genau. was auch ein, glaube ich, ziemlich cooler Beruf geworden wäre, aber das nahm dann andere Formen irgendwie so ein bisschen an. Wenn ich heute, glaube ich, nochmal studieren würde, würde ich was Naturwissenschaftliches studieren. Also ich will jetzt nicht sagen, Kommunikation ist ganz unwichtig, ist total wichtig. Wir helfen Menschen, ihre Ideen in die Welt zu tragen. Aber es ist schon nochmal toller, glaube ich, wenn du Ingenieur bist oder Biologe oder Chemiker und du machst die Sachen richtig. Also du bist dann ganz nah dran am wirklichen Entwickeln. Ja. Und ich bin ja dann eigentlich in der zweiten Welle erst tätig. Also ich helfe dann diesen Ingenieuren oder Ingenieurinnen, dass ihre Idee quasi da draußen bekannt wird. Ich glaube, ich wäre lieber dann in der ersten Welle, wenn ich es nochmal machen würde. Weil du ja vorhin gemeint hast, dass du was ganz anderes studiert hast eigentlich als das, was du jetzt machst, berufstechnisch. Würdest du sagen, du hattest da irgendwo Angst oder Zweifel auf dem Weg dahin? Erstmal eigentlich nicht, also es hat sich irgendwie so ergeben. Und ich war nach der Werbeagentur dann 25 Jahre lang bei einer gleichen Agentur, bei einer Kommunikationsagentur. Das ist, glaube ich, eher ungewöhnlich, das machen jetzt mittlerweile weniger. Ja. Und wenn man so lang bei einer Firma bleibt, dann wird man irgendwann mal Chef und dann wird man auch irgendwann mal Kreativdirektorin und Global Partner. Da braucht man sich, glaube ich, gar keine Sorgen machen. Aber wo ich schon dann Schiss hatte, ich habe dann eben nach 25 Jahren beschlossen, mich selbstständig zu machen. Und da hatte ich schon ein bisschen Bammel vor, weil da habe ich ja, also lange Jahre habe ich mit einem tollen Team zusammengearbeitet, mit vielen Leuten und jetzt war ich plötzlich alleine und musste das alles so alleine auf die Reihe kriegen, was man in einer großen Firma eigentlich, auch Buchhaltung und solche Sachen. Genau, alles selbstständig machen und so, ja. Das ist schon nochmal ein anderer Schritt. Hat gut funktioniert, muss ich sagen, bin jetzt ganz happy, läuft. Aber ich muss auch sagen, dass ich hin und wieder schon auch das Team vermisse. Also dieses
mal schnell mit anderen Ideen austauschen. Gut, das kann man mit dem offenen Netzwerk auch machen, Ja. aber schon was anderes in der Agentur, wo man halt mal über den Schreibtisch dann mal schnell... Ich denke, das ist ein ganz großes Thema tatsächlich, weil viele Leute, denke ich, Angst davor haben, sich selbstständig zu machen, weil es ein ganz großer Schritt ist. Das kann ja, also wie bei dir, glücklicherweise funktionieren, was schön ist. Aber es kann ja auch in die ganz andere Richtung gehen. Also man riskiert ja unglaublich viel. Wenn du jetzt quasi einen Tipp hättest für jemanden, der sich auch selbstständig machen wollen würde, was wäre da so der erste Tipp, den du ihm Also geben das Wichtigste, was ich finde, ist, du musst eine Sache haben, in der du wirklich richtig gut bist. Okay. Also dich auf eins echt fokussieren. Das war bei mir dieses Thema Storytelling, das war vor 10 Jahren, als ich damit wirklich so anfange, auch recht noch neu. Und mittlerweile machen das auch mehr, aber weil ich so früh auch angefangen habe und das immer tiefer und immer fokussiert immer auf diesem einen Thema blieb. Das kann auch mal ein bisschen langweilig werden und das ist, glaube ich, das Anstrengende. Und man sagt, oh, ich würde jetzt total gerne mal was anderes machen. Man ist schnell verleitet, dann mache ich noch das mit und dann mache ich da noch ein bisschen Markenberatung und Coaching. Also in meinem Bereich, da kannst du also überall andocken und dann verfasert sich das ganz schnell. Und ich glaube, der Erfolg ist aber schon, dass man für dieses eine bekannt ist. Und das muss aber auch noch was sein, an was man total Spaß hat. Okay. Also man sagt, das gefällt mir auch und das ist also tief in dir drin, also echt Bock, das zu machen. Das zu finden, dann hätte ich gar keine Sorge, wenn sich jemand selbstständig machen will. Also quasi nicht mal so als Motivation irgendwie was Extrinsisches ist, so Geld oder Erfolg oder sonst was, sondern schon von alleine von Haus aus die Interesse an der Sache, dass man sich da reinhängt. Ich glaube, wenn du das selbstständig machst, musst du schon auch ein bisschen intrinsisch in dem Sinne, du wirst Erfolg haben, du musst ehrgeizig sein, weil du bist nämlich ziemlich allein. Du musst immer den Arsch selber hochkriegen. Ja, du musst voll diszipliniert Ich glaube, das fällt sein. vielen Leuten schwer. Ja, ja also keiner ruft an und sagt, hey, bist du heute im Büro oder nicht? Oder selbst bei Homeoffice, du musst dich ja irgendwann mal einwählen bei deiner Firma in den Konfi. Als Selbstständiger musst du es eigentlich gar nicht. Kannst es total verschieben, kannst es morgen machen. Du musst voll hinterher sein. Also wenn man das so extrinsisch mal nennt, das braucht schon auch. Ja. Und ja, natürlich macht es auch Sinn, einen Businessplan zu machen, sich wirklich vorzunehmen, das möchte ich erreichen. Aber ich habe fast den Eindruck, wenn du wirklich das Thema auf das totale Lust hast und darin auch wirklich gut werden willst und es vertiefst, dich immer weiterbildest, Schulungen machst, dich einliest, dir andere Cases anschaust, wie machen das andere, das toppt jeden Businessplan. Also dann, und dafür musst du dann aber auch bekannt werden, für dieses eine Thema. Und die meisten, glaube ich, wollen das noch machen, haben ein bisschen Schiss, dass wenn sie sich da so einengen, dass es zu wenig ist. Aber ich glaube da sehr in die Tiefe. Also je besser du es kannst, umso eher wird es ein Businessmodell dann auch draus. Okay, das ist cool. Also quasi besser einen Schwerpunkt haben als breit gefächert. Denke ich schon. Also als so ein Solo-Entrepreneur. Was anderes ist natürlich ein Startup, wo du sagst, oh, wir haben ein besonderes Produkt, neue App oder was, wo du ja im Team, das ist ein bisschen was anderes. Sich selbstständig machen mit einem Startup ist nochmal was anderes. Aber als Solo-Entrepreneur bist du ja oft, das sind ja auch viele beratende Berufe, aber auch selbst sowas wie Landschaftsgärtner oder sowas. Wenn du mit bestimmten Pflanzenart total gut umgehen kannst, mit einer bestimmten Baumart, da ein Spezialist, diese Leute werden gesucht. Während so der allgemeine Gärtner, gibt es Hunderttausende, unterscheidet sich keiner von einem anderen. Du bist doch jemand, also du wirkst auf jeden Fall wie jemand, der sich selber oder seine Stärken ziemlich gut kennt. Was würdest du sagen, ist so deine größte Stärke quasi, so das dich dazu gebracht hat, diesen Beruf erfolgreich auszuführen? Also ich glaube, das sprichst du total was Wichtiges an, so dass man sich selber gut kennt, das hilft. Und dass man so ein motivierendes Momentum hat. Also ich zum Beispiel, ich habe mir immer vorgenommen, ich möchte andere Leute inspirieren. Also irgendwie, das klingt jetzt ein bisschen allgemein so, aber cool, wenn man, also bei jedem Gespräch oder wenn ich mit Freunden zusammen bin oder mit Kunden oder ganz egal mit wem, dass die einen Mehrwert dann da haben daraus. Mit dem Gespräch oder mit dem Meeting oder mit dem Besuch oder und erstmal diese Haltung, die will ich eigentlich auch bei meinem
bei meinem Leben einbringen, aber auch bei meinem Geschäft einbringen. Und das ist ja schon eine Form von sich selber gut kennen. So, was nimmt man sich gern vor und was nimmt man da überall auch so mit rein. Und dann ist das Zweite auch, ich bin mir schon auch sicher, was ich gern mag. Also von allen, was ich quasi in meinem Berufsfeld oder in meinem Umfeld so an Tätigkeiten kenne, ist ein breites Feld und sagt, aber genau das Thema, das mag ich total gern und das vertiefe ich dann auch. Also ich bin auch schnell gelangweilt, also und man sagt, so alle paar Jahre muss wieder was Neues daherkommen. Ja. Aber ich merke, also jetzt gerade so, seit ich selbstständig bin, dass ich immer so vorsichtig, eben nicht zu großen bunten Blumenstrauß da machen, sondern immer schön bei Schuster bleibt bei deinen Leisten und vertieft ist. Und solange mir das aber dann auch Spaß macht, an dem einen Thema zu arbeiten, das ist auch gut so und funktioniert dann. Ja, nice. Alles klar. Würdest du sagen, du hattest irgendwie so Vorbilder oder Leute, die dich da irgendwie inspiriert haben, wenn du sagst, du willst andere inspirieren? Also ich hatte Glück, ich hatte immer gute Chefs und Chefinnen auch. Also ohne, dass ich mir die jetzt wirklich so ausgesucht habe, aber es ist auch ein Glücksfall. Also da war jetzt kein Ausfall dabei. Besonders bei Chefs, ja. Also das kann man sich oft ja nicht so und so gesagt, so wie dir oder von der oder von dem oder der habe ich mir ein bisschen einiges abgeguckt. Aber so einen Einzelnen würde ich eigentlich gar nicht. Also bei meinem Einstellungsgespräch, so ganz in den Anfangsjahren, wie ich noch so Volontärin oder Trainee war, bin ich da mal gefragt worden, so, wer ist Ihr Vorbild? Da habe ich immer gesagt, Captain Picard von Star Trek. Weil der halt immer so ein Heer ist, hat immer genau Bescheid gewusst und da geht's lang, da geht's lang. Aber mittlerweile muss man ja sagen, ist so ein, das ist gar nicht mehr so ein gutes Vorbild, weil wir können gar nicht mehr so weise sein und alles mehr. Die Welt die verändert sich so schnell. Ich glaube, du musst eher ein bisschen offener bleiben und nicht sofort immer sagen, ich bin der Checker, ich weiß hier alles, ich bin der Chef und so machen wir, so machen wir. Und alle gucken nur auf dich. Das sind Modelle, die haben vor ein paar Jahren noch, vielleicht vor 10 Jahren noch funktioniert. Und auch wie ich jetzt Teams geleitet habe, war ich schon so behütend, so meine lieben Trainees, ich zeige es euch, so geht's. Und dann haben die auch da hingeguckt und haben gefolgt. Also würde ich heute nicht mehr machen. Weil die Welt so variabel, so schnell verändernd ist. Du musst offen bleiben für viel mehr Ideen und die Ideen kommen ja nicht nur von oben, sondern, also was heißt oben oder unten, aber von Jungen, von Alten. Von allen Seiten quasi kann man so ein bisschen... Dieses Konglomerat, glaube ich, sollte mittlerweile viel wichtiger, wie dass nur ein Starker sich hinstellt und sagt, so geht's lang. Das hat sich ziemlich geändert, das würde ich heute auch so nicht mehr machen. Und weil du vorhin gemeint hast, dass deine Eltern da ziemlich überrascht waren bei diesem Wechsel. Was sagen die heute so? Oder was haben die sind da schon ganz happy. Also gut, meine Eltern, muss man sagen, die haben selber nicht studiert und die haben auch waren nur in der Schule bis zur 7. Klasse früher, also gab es da nicht. Ja. Also ich hatte die schon ganz schnell überholt, sagen wir mal, so von der Bildung und ich weiß gar nicht wann, aber das war recht zügig, wo ich auch vom Gehalt her mehr verdient habe als mein Papa jemals. Da waren die dann schon, aber es war eigentlich schon ein bisschen unheimlich. Ja. Und ich hatte auch ein Limit. Ich hatte auch so mit 25, bitte musst du fertig sein mit Studieren. Ach, wirklich? Also das war schon so ein... Schon so ein bisschen getaktet. War schon getaktet und ich war auch schnell. Also ich hatte, obwohl ich war ja zu einem fantastischen Zeitfenster studierend, da konnte man, ich hatte Mitkommilitoninnen und die haben 25 Semester studiert, also das war kein Ende. Also da gab es ein ganz anderes. So, und ich war aber, weil meine Eltern schon, mir können wir es da nicht leisten. Ich war bei 7,5 Semestern schon relativ am Ende und beim Professor damals hat aber dann gesagt, nee, also 8 müssen es mindestens machen. Obwohl ich alle Scheine schon hatte. Und das war auch gut so. Also, dass man sich dann auch ein bisschen Zeit nimmt. Ja. Aber das war nicht so, es war kein Bachelorstudium, es war ein Magisterstudiengang, es hat ganz anders ausgeschaut. Waren Sie mal unterstützend, oder? In total. Hinsicht? Ja, schon. Also, soweit sie halt da mitmachen können, weil, wie gesagt, die haben ja Hauptschulabschluss und das war ihnen alles schon ein bisschen suspekt, so Uni und... Aber natürlich waren sie stolz und sagen, wenn das Kind das alleine schafft, dann soll es machen. Also so unterstützend im Grunde. Was findest du brennst? Ist richtig?
So Hobby oder was ich total gern mag. So Leidenschaft, technisch. Würde ich sagen, immer zwei Sachen, die treiben mich jetzt gerade total um. Das eine ist das Thema Klimawandel, Nachhaltigkeitsthemen, wo ich, glaube ich, meine ganzen Freunde nerve. Also, weil nicht nur, dass ich sage, du musst das und das irgendwie Plastik sammeln oder am besten darauf ganz verzichten, sondern mir ist aber wichtig, dass die mit anderen reden, was man da tun kann. Also ich finde, wir reden viel zu wenig darüber. Und das andere sind Filme. Also sag ich voll so Kino. Film ist ein cooles Thema, das kann ich verstehen. Was aber, sag mal, oder dazu kommt, es sind nicht mehr nur Kinos, sondern Netflix-Serien, was zum Teil auch ein bisschen schwierig wird, weil es da ja auch Veränderungen gibt, wie filmisch dargestellt wird. Und ich schon merke, je älter ich werde, umso weniger kann ich Gewaltszenen anschauen. Ich habe ja mal, meine Magisterarbeit war über Kriegsfilme. Also was macht den Unterschied zwischen dem Kriegsfilm und dem Antikriegsfilm? Und das ist ein interessantes Thema. Muss ich total viele solche Filme anschauen und das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Aber mittlerweile jetzt wird es richtig schwierig. Also entweder verändere ich mich so oder die Darstellung ist eine andere, weiß ich nicht. Und wenn du jetzt schon von so Veränderungen redest und was du damals so mehr anschauen konntest, wenn du jetzt 20 wärst, sagen wir mal, was würdest du anders machen oder hättest du irgendeine andere? Also grundsätzlich würde ich gar nicht so viel, glaube ich, anders. Also ich glaube, wenn ich jetzt gleich sagen würde, ich würde was anders machen, würde heißen, dass ich unzufrieden bin mit meinem Leben jetzt. Das bin ich gar nicht. Fieserweise, eigentlich müsste ich ja jetzt sagen, ich wäre weniger geflogen, ich hätte weniger hier sorgenlos hier mit der Umwelt, welche umgehe. Das müsste ich eigentlich sagen. Ja. Das fällt aber schon schwer. Weil ich bin dann auch wieder schon froh, dass ich so viel Reisen habe machen dürfen. Also ich bin mit meinem damaligen Freund oder jetzt auch jedem Mann sehr, sehr viel gereist. Wir haben vielleicht ein bisschen ungewöhnliches Reiseverhalten. Wir suchen ja immer ein Tier aus. Also wir suchen erst das Tier aus und dann die Destination, nicht andersrum. Das heißt, wir machen ziemlich viele Safaris und da waren wir schon sehr, sehr viel in der Welt unterwegs und haben, glaube ich, unser CO2-Konto ist schon, und darum, wir reduzieren es jetzt auch. Ja gut, aber da ist wieder so ein bisschen dieses Interesse von Tieren drin, von damals mit dem Wunsch, so Tiere Tierdokus zu machen. Ja, ganz genau. Chimek, Sielmann, voll. Also das wäre schon auch nicht schlecht gewesen. Also sind Reisen was für dich, das dich so ein bisschen bestärkt, dass dir so Kraft gibt, neue Sachen zu lernen? Ja, total. Und es muss aber was passieren beim Reisen. Also ich habe jetzt erstmal wieder versucht, so Strandurlaub, es geht gar nicht. Also ich halte das 3 Stunden, nicht mal 2 Stunden. Ich habe so dicke Bücher dabei, aber es muss sofort was passieren. Also du bist nicht so dieser 5 Sterne All-Inclusive, nee, gar nicht. nur im Hotel bleiben, es geht sondern überhaupt es muss wirklich auch Action sein. Ja, und was ich total gerne auch mache, man muss unterwegs sein. Also 3 Tage hier, dann 4 Tage mal da. Was ich dann, wenn man zum Beispiel auf der Safari ist ja schon total super. Man ist ja voll fokussiert dann auf, wo ist jetzt dieses Tier, wo finden wir das und blendet so alles aus. Also man ist ja dann auf dieses genaue Ziel, so da hinten die Antilope, der Grizzlybär. Das entspannt mich, obwohl man ja total konzentriert ist. Naja. Aber ich glaube, das ist wie bei Gamern. Also das zum Beispiel bereue ich, dass ich nie ins Gaming so eingestiegen bin. Ich habe mal, das ist aber jetzt schon wieder 10 Jahre her, da habe ich mal so im Nachgang probiert, jetzt hole ich mal das alles nach, was man, da hätte ich ja wahrscheinlich mit 14 anfangen müssen oder so. Aber da merktest du schon, du bist dann einfach viel zu langsam. Du musst so viel üben. Es entwickelt sich schnell, ja. Wirklich gut drin wirst, sonst macht es auch keinen Spaß. Also sonst, das ist ja nur so simple, aber so richtige, gute Computerspiele, da musst du echt gut drin sein. Es ist eine Leidenschaft. Und das bereue ich, dass ich das nicht viel früher angefangen habe. Weil ich glaube, also dieses Eintauchen in so eine Erzählwelt, in so einem Spiel, das stelle ich mir richtig cool vor. Und das bleibt mir vorenthalten. Das merke ich ja, also ich kann das zwar so plakativ anschauen, aber wenn du nicht mitspielst, bist du ja nicht richtig drin. Ja, das stimmt, man muss so wirklich... Genau, und das merke ich ja dann und da habe ich nur die Hälfte des Spaßes, wenn du halt so ein bisschen zuguckst.
Also das bereue ich, dass ich da nicht früher angefangen habe. Ist es dann sowas, das du irgendwie mitgenommen hast, so von, weil du arbeitest ja viel mit jungen Menschen auch? Bist du deswegen irgendwie drauf gekommen? Oder? Nee, eigentlich so gar nicht. Eher, weil mich die Technik finde ich total spannend. Die Geschichten, die da drin erzählt werden, finde ich total spannend. Nee, es ist ein bisschen ähnlich. Es ist halt, das ist Kino hoch 3 oder so. Also das, ja. Und eigentlich, und ich stelle mir das ähnlich auch vor, wenn du wie auf einer Safari bist. Du bist voll immersiert, du bist total fokussiert auf das Ding. Oder auf halt dann auf dem Bildschirm oder auf das Thema da drin, auf die Mission, die du da hast und blendest halt das alles aus. Darum ist, glaube ich, das ist super anstrengend. Ja. Ich meine, die machen ja so E-Sports oder so, das ist ja teilweise echter Sport, aber auch entspannend. Also das ist ja so ein bisschen Widerspruch eigentlich, aber und ich stelle mir das von außen halt spannend vor und denke mir so, ja, aber... Also eben so mal ein bisschen so Minecraft und so, das ist alles ganz nett, du kannst so ein bisschen was bauen und so, das ist ja noch easy. Aber so eine richtige Mission und auch diese Faszination mit anderen, die du überhaupt nicht kennst, zusammenzuspielen. Auch cool. Dann danke für deine Zeit, danke für die ganzen Antworten und ich hoffe, es hat dir gefallen. Gerne, war super, danke. Alles klar.